Nach dem tödlichen Bombenattentat auf den russischen General Kirillow schwört Putin-Intimus Dmitri Medwedew Rache. Medwedew beschrieb den Anschlag als Versuch Kiews, von seinen militärischen Misserfolgen abzulenken. Ja, die militärisch-politische Führung in der Ukraine müsse jetzt mit Vergeltung rechnen. General Kirillow war der Kommandeur der russischen Streitkräfte zur Abwehr radiologischer, chemischer und biologischer Gefahren, also der militärischen sogenannten ABC-Abwehr. Auch der Adjutant Kirillows wurde gestern Morgen bei dem Anschlag in dem Moskauer Wohnviertel getötet. In schwieriger Situation führt der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky heute wieder Gespräche in Brüssel. Zelensky trifft dort NATO-Generalsekretär Mark Rutte und Spitzenvertreter führender europäischer Mitgliedstaaten. Der Ort und weitere Einzelheiten sind geheim. Ja, ein Thema wird aber offenbar sein, wie man einen möglichen Waffenstillstand überwachen könnte. So ist eine internationale Friedenstruppe im Gespräch. Auch um westliche Sicherheitsgarantien für diesen Fall könnte es gehen. Uns zugeschaltet jetzt Gustav Gressel, Experte für Verteidigungspolitik. Willkommen und guten Morgen hier bei Welt, Herr Gressel. Wenn wir diese gesamte Informationslage mal nehmen, erneut Gespräche über mögliche Truppen, die einen Frieden in der Ukraine sichern könnten. Die Tatsache, dass nicht mehr über Sieg und Niederlage, sondern über Verhandlungen gesprochen wird. Haben wir über kurz oder lang einen Frieden oder zumindest so etwas wie einen Waffenstillstand in der Ukraine? Ich glaube, diese Diskussionen sind im weitesten Sinne verfrüht. Die sind natürlich dadurch ausgelöst, dass Donald Trump jetzt von Verhandlungen und von schnellen Verhandlungen spricht. Aber um bös zu sein, auch Joe Biden wollte im Grunde nur Verhandlungen haben und einen Waffenstillstand. Er hat immer von guten Bedingungen gesprochen und die Ukraine müsse in eine Position der Stärke manövriert werden, um keinen Diktatfrieden unterschreiben zu müssen. Aber von Sieg hat Joe Biden nicht gesprochen. Auch der deutsche Kanzler hat ja nie von Sieg gesprochen. In dem Sinn hat sich da nicht viel geändert. Und das Problem ist, nur weil Donald Trump einen Waffenstillstand haben möchte, heißt nicht, dass Putin ihm den auch geben wird. In dem Sinn, glaube ich, ist das noch ein bisschen früh alles. Was Zelensky ja nun unbedingt möchte, ist ein NATO-Beitritt, zumindest die Aussicht darauf, wenn er sich dann eben heute wieder mit Rutte trifft. Wie groß schätzen Sie überhaupt die Chancen ein, dass so ein NATO-Beitritt in Aussicht gestellt werden könnte? Ja, ist natürlich jetzt schwierig, weil Donald Trump den auch im Wahlkampf abgelehnt hat. Und damit ist das einmal für die nächsten 4 Jahre schweres Terrain. Aber Zelensky will natürlich, dass die Ukraine nach einem Waffenstillstand nicht mehr in ein Sicherheitsvakuum fällt, wie nach dem Unterzeichnen des Minsker Abkommens, indem man einfach links liegen gelassen wird vom Westen, wenn die sozusagen das große Schießen aufhörte, die Medienberichte nicht mehr da sind und dann Russland einfach aufrüstet und den Krieg von neuem beginnt. Und da hat man natürlich schlechte Erfahrungen mit dem Budapester Memorandum, da hat man schlechte Erfahrungen mit Verträgen mit Russland, die die Grenzen, die Unversehrtheit der Grenzen bestätigt haben und will eben kein Vertrag oder Abkommen auf Treu und Glauben, sondern handfeste Garantien, internationale Truppen und am besten eben einen NATO-Beitritt, weil aus einem NATO-Beitritt mit der Ukraine kommt ein möglicher neuer isolationistischer Präsident, auch nach Donald Trump, nicht mehr so schnell raus. Aus bilateralen Sicherheitsgarantien kann man sich immer relativ rasch zurückziehen. Da steigen dann auch die anderen Staaten nicht so auf die Protestnote. Aus der NATO austreten ist politisch auch für die USA ein ganz anderes Kaliber. Ja gut, da müsste die Ukraine aber erst mal eine Zusage bekommen. Und wir wissen, es herrscht Einstimmigkeit in der NATO. Das haben wir gesehen, wie schwierig das war, Finnland und Schweden ins Bündnis zu holen durch die Türkei, die ja lange blockiert hat. Das ist doch alles, also ist doch mehr absurd, die Vorstellung, dass Einstimmigkeit bezüglich einer Aufnahme der Ukraine in die NATO herrschen wird. Naja, die Türkei hat, glaube ich, mit der Ukraine weniger Probleme als mit Schweden, weil ja in Schweden viele Organisationen der kurdischen Arbeiterpartei ihren Sitz gefunden haben. Aber natürlich, Ungarn wird sich auch querstehen. Es ist immer ein Riesenbahö und es ist ein Langzeitprojekt. Das Problem ist, dass zurzeit viele
Diskussionen im Westen laufen, die an sich ihre Berechtigung haben, die aber viel verfrüht sind. Gibt es überhaupt keinen Waffenstillstand und wenn man die Sprache aus dem Kreml hört, dann ist ein Waffenstillstand von russischer Seite auch nicht absehbar. Den Russen geht es wirtschaftlich und militärisch natürlich immer schlechter, aber sie haben noch die Mittel, den Krieg zumindest im nächsten Jahr gut oder fortzusetzen. Und ja, solange wir das nicht beheben, solange die Front immer noch nicht hält, wird es auch keinen Waffenstillstand geben. Das alles Schall und Rauch. Nur. Gustav Gressel, recht vielen Dank für das Gespräch. Vielen herzlichen Dank.